Michael Burry, geboren am 19. Juni 1971, steht der 53-jährige Hedgefondsmanager aktuell an der Spitze des Vermögensverwalters Zion Asset Management. In diesem Hedgefonds verwaltet er ein geschätztes Vermögen von 200 bis 300 Millionen US-Dollar. Bekannt wurde der Investor durch die Vorhersage der Finanzkrise 2008. Dieses Ereignis wurde auch unter dem Titel The Big Short verfilmt. Wie jeder andere Hedgefondsmanager in Amerika, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, muss auch Michael Burry quartalsweise in den 13F-Filings seine aktuellen Käufe, Verkäufe und Positionen offenlegen. Und genau dort ist in der letzten Veröffentlichung etwas Interessantes aufgefallen. Was genau, schauen wir uns heute an. Aber zuerst einmal ein kurzer Disclaimer vorab. Alles Folgende ist keinerlei Anlageberatung, sondern nur meine eigene Meinung. Es soll weder zum Kauf noch zum Verkauf anregen. Den letzten 13F-Filings ist zu entnehmen, dass Michael Burry einige große Änderungen an seinem Portfolio vorgenommen hat. Darunter beispielsweise die Neuaufnahme ins Depot von Alibaba, als auch der Zukauf bei Baidu. Beides chinesische Unternehmen, die in den letzten Jahren stark an Wert verloren haben. Und eines dieser beiden Unternehmen wollen wir uns heute mal gemeinsam anschauen. Und zwar Baidu. Baidu ist ein chinesisches Technologieunternehmen, welches auch bekannt ist als das Google von China. Google von China deshalb, weil Google in China verboten ist, genauso wie sämtliche Dienste, die mit Google zusammenhängen. Und genau dieses Geschäftsfeld bedient Baidu. Baidu stellt hierbei nicht nur die gleichnamige Suchmaschine bereit, sondern auch verschiedenste Formen, wie zum Beispiel das Äquivalent zu Google Maps, Baidu Maps. Ebenfalls betreibt Baidu noch eine Streaming-Plattform namens iQIYI. Diese Videoplattform stellt das Äquivalent zum amerikanischen Streaming-Anbieter Netflix dar. Diese beiden Standbeine, einmal Baidu Core und einmal die Videoplattform, stellen die beiden Standbeine des Unternehmens Baidu dar. Soviel erstmal zum Unternehmen an sich, werfen wir nun einen tieferen Blick auf die Zahlen von Baidu. Baidu hat seit seinem letzten All-Time-High am 19. Februar 2021 etwa 75% Kursverlust einbüßen müssen. Aber ob das bei den Gewinnen auch der Fall war und warum Michael Burry vielleicht dieses Unternehmen gekauft hat, schauen wir uns jetzt an. Wie wir hier in der ersten Grafik sehen, ist der Umsatz von Baidu in beiden Geschäftsfeldern von 2021 bis 2023 leicht gesunken. Sowohl das Hauptgeschäftsfeld als auch die Videoplattform haben leichte Umsatzverluste einbüßen müssen. Wenn wir jedoch einen tieferen Blick in die Zahlen werfen, fällt auf, dass der Umsatz nur 2022 gesunken ist und im Jahr 2023 schon wieder leicht angestiegen ist auf 19 Milliarden US-Dollar. Ebenfalls konnte der Gross Profit im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2021 gesteigert werden. Das gleiche gilt für den operativen Gewinn. Dieser konnte sogar im Jahr 2022 und im Jahr 2023 im mittleren zweistelligen Prozentbereich gesteigert werden, was daran liegt, dass die Profitabilität von Baidu weiter gestiegen ist. Auch der Nettogewinn konnte von 1,5 Milliarden auf 2,77 Milliarden vom Jahr 2021 bis jetzt gesteigert werden. In dieser Grafik ist auch nochmal schön zu sehen, wie der Umsatz vom Jahr 2017 bis zum Jahr 2023 gesteigert werden konnte. Da aber vor allem in den letzten Quartalen deutlich abverkauft wurde, schauen wir uns diese jetzt nochmal etwas genauer an. Hier zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Der Umsatz ist in den letzten beiden Quartalen leicht gesunken, jedoch konnte der operative Gewinn vom Q4 2022 bis zum Q2 2024 weiterhin gesteigert werden, zwar etwas langsamer von Quartal zu Quartal, aber weiterhin konstant. Nur der Nettogewinn musste im Q4 2023 und im Q1 2024 einiges einbüßen. Dieser hat sich aber im Q2 2024 mit 2,1% Wachstum wieder etwas erholt. Also können wir festhalten, dass hier nichts festzustellen ist, was auf diesen starken Kursverlust hindeutet. Also schauen wir uns den nächsten Teil an, das Balance Sheet. Wenn wir uns die Entwicklung des Balance Sheets dann anschauen, von 2017 bis 2023, ist auch hier erstmal nichts Außergewöhnliches festzustellen. Weder eine hohe Verschuldung noch sonst irgendwie was. Auch wenn wir auf die letzten Quartale zurückblicken im Balance Sheet, ist auch nichts Auffälliges festzustellen. Die Schulden wurden sogar in den letzten Quartalen leicht abgebaut. Unauffällig ist auch die Berechnung des Enterprise Values. Hier fällt auch auf, dass die Schulden sehr gering sind im Vergleich zum Cashbestand, den man aktuell hat. Gleiches ist auch bei dieser Abbildung festzustellen, wo die Schulden in Verbindung gesetzt werden mit dem aktuellen Cashbestand und dem Free Cashflow. Auch für das Balance Sheet können wir dann zusammenfassend festhalten, dass nichts auffällig ist. Es ist keine hohe Verschuldung zu verzeichnen. Schauen wir uns jetzt deshalb im Weiteren das Cashflow Statement an. Aber auch hier ist nichts Auffälliges festzustellen. Lediglich der Free Cashflow ist im Jahr 2019 und im Jahr 2021 zwischenzeitlich stark eingebrochen, konnte sich jedoch über die letzten Jahre hinweg wieder erholen. Somit ist auch hier erstmal nichts Auffälliges zu finden, sondern eher nur Positives. Schauen wir uns also jetzt noch die Profitabilitätskennzahlen an. Hier ist festzustellen, dass der Return on Asset, der Return on Equity als auch der Return on Invested Capital über die Jahre hinweg gesunken ist. Ebenfalls sind Teile der Gewinnmargen leicht eingebrochen, was aber im Großen und Ganzen erstmal nichts stark Negatives ist, sondern nur für einen leichten Rückgang der Profitabilität spricht. Dies ist aber abhängig von vielen verschiedenen Faktoren.
unter anderem von dem aktuell schweren Marktumfeld. Wenn wir diese Fakten jetzt im Gesamten betrachten, fällt auf, dass es dem Unternehmen finanziell eigentlich sehr gut geht. Somit spricht das Ganze gerade für ein Investment von Michael Burry. Nun geht es nur noch um die Frage des inneren Wertes von Baidu. Das heißt, ist Baidu vielleicht aktuell mehr wert als der Preis und ist das der Grund, warum Michael Burry investiert hat? Also schauen wir uns dazu mal die verschiedenen Bewertungskennzahlen an. Hierbei lässt sich sofort feststellen, dass Baidu im Vergleich zu den letzten 7 Jahren extrem niedrig bewertet ist, so niedrig wie noch nie zuvor. Zum Beispiel das Price-to-Earnings-Ratio liegt gerade nur bei 11, das Price-to-Sales-Ratio bei 1,58, das Price-to-Book-Ratio bei 0,85. Das sind alles Werte, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Wenn man sich das Ganze jetzt auch nochmal in dieser Grafik hier verdeutlicht, fällt auf, wie stark die Bewertung von Baidu im Vergleich zu den Vorjahren eingebrochen ist. Das Ganze deutet aktuell auf eine Marktanomalie bei Baidu hin. Michael Burry wird somit annehmen, dass Baidu in den nächsten Jahren oder auch Monaten ein Re-Rating erfährt. Das heißt, dass sich die Bewertung der Bewertungen der Vorjahre wieder anpasst. Katalysatoren dafür könnten zum Beispiel sein, dass die chinesische Wirtschaft oder auch im Allgemeinen die Weltwirtschaft sich wieder erholt und Fahrt aufnimmt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, mit was für einem Profit in den nächsten Jahren können wir wohl rechnen? Schauen wir uns hierzu mal die Prognosen der Analysten an. In den letzten 3 Monaten haben 45 Analysten ihre Bewertung abgegeben und damit auch ihre Preisziele für in einem Jahr. Hierbei gehen die Analysten mit einem durchschnittlichen Steigerungspotenzial des Kurses um 51,36% aus. Was unter anderem erklären würde, warum Michael Burry in dieses Unternehmen eingestiegen ist. Er sieht vermutlich starke Gewinne, ausgelöst durch Katalysatoren, in kürzester Zeit. Wenn wir dann noch weiter auf die Wachstumsprognosen vom EPS und vom Umsatz gucken, verstärkt das Ganze noch die Vermutung eines Investments aufgrund eines Re-Ratings. Es wird gutes EPS als auch gutes Umsatzwachstum in den nächsten 3 Jahren gesehen. Das würde beim Einhalten der Wachstumsraten des Gewinns bedeuten, dass Baidu ein KGV von 5,52 im Jahr 2027 hat. Das ist natürlich eine unfassbar niedrige Bewertung für einen Technologiekonzern. Wenn man sich zum Beispiel Google als Äquivalent anschaut, liegt die Bewertung aktuell bei einem KGV von 22. Das würde bedeuten, dass Baidu sich bis 2027 beim Einhalten des EPS-Wachstums vervierfachen müsste, um die gleiche Bewertung wie Google zu erreichen. Deswegen kann man wahrscheinlich auch gut nachvollziehen, warum Michael Burry aktuell diese Wette auf Baidu eingeht. Er sieht großes Gewinnpotenzial in kürzester Zeit. Und aufgrund dieser Recherchen habe ich mich selbst auch für ein Investment in Baidu entschieden, genau wie es Michael Burry getan hat. Ich habe am 19.04.2024, am 18.06.2024 und am 28.06.2024 jeweils einige Aktien von Baidu erworben. Ich stehe aktuell zwar 11,7% im Minus, werde aber weiterhin an der Position festhalten und sie im Zweifelsfall sogar noch weiter ausbauen. Das Ganze mache ich jedoch abhängig von den News und Zahlen rund um Baidu und China. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Kommentiert doch gerne mal eure Meinung zu Baidu und macht Vorschläge, welche Aktien ihr als nächstes sehen wollt. Also, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.